Willkommen bei Deutsch Doppel. Heute sprechen wir darüber, wie der Frühling unseren Alltag und unsere Pläne verändert und uns Ruhe bringt. Abonniert unseren Podcast und aktiviert die Glocke. Der Frühling bringt so viele Veränderungen mit sich, besonders im Alltag. Plötzlich haben wir mehr Energie und sind motivierter, Dinge zu unternehmen. Genau, viele Menschen spüren, wie die Tage länger werden und die Sonne öfter scheint. Das beeinflusst unsere Stimmung positiv und wir fühlen uns aktiver. Das stimmt. Mit dem Frühling beginnen viele, ihre Freizeit anders zu gestalten. Man verbringt mehr Zeit draußen, sei es beim Spazierengehen oder Radfahren. Ja, und es gibt auch einen deutlichen Anstieg bei Aktivitäten wie Gärtnern oder Sport im Freien. Die Natur erwacht und man möchte Teil davon sein. Interessant ist auch, wie sich unsere Essgewohnheiten ändern. Im Frühling isst man oft leichter, mit mehr frischem Obst und Gemüse. Richtig, die Märkte bieten eine größere Vielfalt an frischen Produkten, was uns inspiriert, gesünder zu kochen und neue Rezepte auszuprobieren. Ich finde auch, dass der Frühling eine Zeit ist, in der viele ihre Wohnungen oder Häuser aufräumen und neu gestalten. Der berühmte Frühjahrsputz ist ein Klassiker. Das Bedürfnis nach einem Neuanfang oder einer Veränderung ist im Frühling sehr präsent. Es ist, als ob man den Winter aus dem Haus vertreiben möchte. Das wirkt sich auch auf unsere Kleiderschränke aus. Wir packen die dicken Winterkleidungen weg und freuen uns darauf, leichtere Kleidung zu tragen. Absolut. Es macht Spaß, die Farben des Frühlings in die Garderobe zu integrieren. Das bringt gleich ein ganz anderes Lebensgefühl. Neben all den äußeren Veränderungen gibt es auch innere Veränderungen. Viele fühlen sich im Frühling optimistischer und kreativer. Da stimme ich zu. Man hat das Gefühl, dass alles möglich ist und neue Projekte oder Ideen entstehen oft im Frühling. Auch soziale Kontakte nehmen zu. Man trifft sich wieder häufiger mit Freunden und verbringt Zeit im Freien, sei es im Park oder im Café. Die Menschen sind im Frühling generell offener und geselliger. Vielleicht, weil man nach dem Winter das Zusammensein mehr zu schätzen weiß. Eine weitere Veränderung ist die erhöhte Reiselust. Viele planen Kurztrips oder Ausflüge, um die neuen Gegebenheiten zu genießen. Das Reisen im Frühling bietet die Möglichkeit, neue Orte zu entdecken, bevor der große Sommeransturm beginnt. Interessant ist auch, wie sich unser Schlafrhythmus anpasst. Mit mehr Sonnenlicht fällt es vielen leichter, früh aufzustehen und den Tag zu nutzen. Ja, die innere Uhr stellt sich auf die neuen Lichtverhältnisse ein und wir fühlen uns oft ausgeruhter und fitter. Insgesamt ist der Frühling eine Zeit der Erneuerung und des Wachstums, die uns sowohl körperlich als auch emotional beeinflusst. Das führt dazu, dass wir oft mit einem Gefühl der Vorfreude und der Hoffnung auf die kommenden Monate blicken. Diese positive Einstellung kann sich auf viele Bereiche unseres Lebens auswirken, von der Arbeit bis zum Privatleben. Es ist wirklich spannend, wie der Frühling so viele Facetten unseres Alltags verändern kann. Mit dem Frühling kommen oft auch neue Pläne und Wünsche. Viele Menschen nutzen diese Jahreszeit, um sich neue Ziele zu setzen oder bestehende Pläne zu überdenken. Das stimmt. Der Frühling motiviert dazu, alte Gewohnheiten loszulassen und neue Wege zu erkunden. Die längeren Tage und das bessere Wetter geben uns dafür den nötigen Schub. Ein neuer Plan könnte zum Beispiel sein, eine neue Sportart auszuprobieren. Viele beginnen im Frühling mit Aktivitäten wie Joggen, Yoga im Freien oder sogar Klettern.
Ja, das gute Wetter macht es leichter, sich draußen zu bewegen. Und Bewegung an der frischen Luft tut nicht nur dem Körper, sondern auch dem Geist gut. Gleichzeitig denkt man über seine Wünsche nach. Vielleicht möchte man mehr Zeit für sich selbst finden oder ein neues Hobby beginnen, das man schon lange im Kopf hat. Genau, der Frühling inspiriert dazu, kreativ zu werden und die eigenen Wünsche aktiv zu verfolgen. Es ist eine gute Zeit, um alte Träume wieder aufleben zu lassen. Viele nutzen die Zeit auch, um sich beruflich neu zu orientieren, sei es eine Weiterbildung, ein neuer Job oder sogar die Idee, ein eigenes Projekt zu starten. Der Frühling scheint der perfekte Zeitpunkt, um solche Veränderungen anzugehen. Die Natur zeigt uns, dass Wachstum und Erneuerung möglich sind. Interessant ist, dass diese neuen Pläne oft mit einem Gefühl von Leichtigkeit verbunden sind. Es ist, als ob die Last des Winters von einem abfällt und Raum für Neues entsteht. Ja, und diese Leichtigkeit spiegelt sich auch in unserer Umgebung wider. Man sieht mehr Farben, Blumen blühen und das motiviert zusätzlich. Und was denkst du über die sozialen Pläne? Viele Menschen organisieren im Frühling gerne Treffen mit Freunden oder planen Veranstaltungen im Freien. Absolut. Die Freude am Zusammensein wächst und man ist offener für neue Bekanntschaften. Es ist eine Zeit des Austauschs und der Gemeinschaft. Die Bewegung, die mit dem Frühling einhergeht, ist nicht nur körperlich, sondern auch emotional. Man spürt eine innere Erneuerung, die sich auf das ganze Leben auswirken kann. Richtig, diese innere Bewegung kann dazu führen, dass man offener für Veränderungen wird und sich leichter auf neue Herausforderungen einlässt. Auch kleine Veränderungen im Alltag können einen großen Unterschied machen, zum Beispiel mehr Zeit in der Natur zu verbringen oder bewusster zu leben. Ja, das kann helfen, die innere Ruhe zu finden und die Balance zwischen Alltag und Freizeit besser zu gestalten. Der Frühling gibt uns die Möglichkeit, über unsere Prioritäten nachzudenken und vielleicht auch einige Dinge loszulassen, die uns nicht mehr gut tun. Diese Zeit des Wandels kann sehr befreiend sein. Es ist eine Chance, sich neu zu entdecken und zu definieren, was wirklich wichtig ist. Und es ist spannend zu sehen, wie sich diese neuen Pläne und Wünsche im Laufe des Frühlings entwickeln und verändern können. Welche neuen Pläne oder Ziele habt ihr euch für diesen Frühling vorgenommen und wie wollt ihr sie umsetzen? Im Frühling gibt es oft das Gefühl, dass der Kopf klarer wird. Viele Menschen empfinden mehr Ruhe und Gelassenheit, wenn die Natur um sie herum erwacht. Das liegt wahrscheinlich daran, dass der Frühling unsere Sinne anspricht. Die Farben, die Düfte und die Geräusche der Natur können sehr beruhigend wirken. Ja, und die längeren Tage und das Mehr an Tageslicht tragen dazu bei. Sonnenlicht hat einen großen Einfluss auf unsere Stimmung und unser Wohlbefinden. Genau, es regt die Produktion von Serotonin an, einem Botenstoff, der uns glücklich macht. Das kann helfen, Stress abzubauen und innere Ruhe zu finden. Manche Leute sagen auch, dass das Erwachen der Natur uns daran erinnert, im Moment zu leben. Das kann helfen, den Kopf von Sorgen und Stress zu befreien. Dieses Leben im Hier und Jetzt ist wichtig. Wenn wir uns auf den Moment konzentrieren, können wir oft besser entspannen und uns weniger Gedanken über die Zukunft machen. Viele Menschen nutzen den Frühling, um öfter draußen zu sein. Ein Spaziergang im Park oder eine Wanderung können wahre Wunder für den Geist bewirken. Frische Luft und Bewegung sind wahre Stresskiller. Sie helfen, den Kopf frei zu bekommen und den Geist zu klären.
Auch das Beobachten der Natur kann beruhigend sein. Das Wachsen und Blühen erinnert uns daran, dass alles seine Zeit hat und Veränderung etwas Natürliches ist. Ja, und das kann eine beruhigende Wirkung auf unsere Gedanken haben. Es zeigt, dass auch schwierige Zeiten vorübergehen und Platz für Neues entsteht. Der Frühling ist auch eine Zeit der Reinigung, nicht nur im Haus, sondern auch im Kopf. Man kann alte Gedankenmuster loslassen und Platz für Neues schaffen. Richtig, dieses Gefühl der Erneuerung kann uns helfen, uns auf das Wesentliche zu konzentrieren und unnötigen Ballast abzuwerfen. Meditation oder Atemübungen in der Natur können diesen Prozess unterstützen. Sie helfen, den Geist zu beruhigen und den Fokus neu zu setzen. Diese Praktiken bieten eine Möglichkeit, sich mit sich selbst zu verbinden und innere Ruhe zu finden, besonders in der hektischen modernen Welt. Auch das Teilen von Erlebnissen mit anderen kann hilfreich sein. Gemeinsame Aktivitäten im Freien fördern das Gefühl von Gemeinschaft und reduzieren Stress. Soziale Kontakte sind wichtig für unser Wohlbefinden. Sie geben uns das Gefühl, nicht allein zu sein und unterstützen uns dabei, gelassener zu bleiben. Der Frühling lädt dazu ein, mit anderen in Kontakt zu treten und positive Erlebnisse zu teilen. Das kann helfen, ein Gefühl der Ruhe und Zufriedenheit zu fördern. Es ist interessant, wie sich diese äußeren Veränderungen in der Natur auf unser Inneres auswirken können und wie sie uns helfen, den Alltag entspannter zu erleben. Ja, der Frühling bietet viele Möglichkeiten, den Kopf frei zu bekommen und neue Kraft zu schöpfen. Es ist eine Zeit, die sowohl für Körper als auch Geist bereichernd sein kann. Und diese innere Ruhe kann die Basis für weitere positive Veränderungen sein, die wir im Frühling beginnen. Welche Aktivitäten im Frühling helfen euch am meisten, den Kopf frei zu bekommen und Stress abzubauen? Der Frühling hat wirklich eine besondere Wirkung auf unser Lebensgefühl. Wenn die Sonne öfter scheint und die Temperaturen steigen, verändert sich oft auch unsere Stimmung. Absolut, das Licht und die Wärme spielen eine große Rolle. Viele Menschen fühlen sich energiegeladener und motivierter, wenn die Tage länger und heller werden. Das stimmt. Im Frühling sind viele Leute aktiver und haben mehr Lust, etwas zu unternehmen. Diese Aktivität kann ein echter Stimmungsbooster sein. Ja, und nicht nur die körperliche Aktivität, auch die sozialen Kontakte nehmen oft zu, weil man mehr draußen ist und sich mit anderen trifft. Das Gefühl der Gemeinschaft kann sehr positiv auf das Wohlbefinden wirken. Es ist schön, gemeinsame Erlebnisse zu haben und diese Jahreszeit miteinander zu genießen. Und während wir mehr Zeit im Freien verbringen, erleben wir die Schönheit der Natur intensiver. Das kann inspirierend und erfrischend sein. Genau, es ist, als ob die Natur uns einlädt, innezuhalten und die kleinen Dinge zu schätzen. Diese Dankbarkeit kann unsere Stimmung heben. Auch der Frühjahrsputz kann symbolisch für einen Neuanfang stehen. Wenn wir unser Zuhause aufräumen, schaffen wir Platz für neue Ideen und Energie. Es ist interessant, wie das Aufräumen uns helfen kann, auch emotionalen Ballast loszuwerden. Man fühlt sich oft leichter und freier danach. Der Frühling ist auch eine Zeit des Wachstums. Diese Energie kann uns motivieren, neue Projekte zu starten und Ziele zu verfolgen. Ja, und das Gefühl, dass alles im Wandel ist, kann ermutigend sein. Es erinnert uns daran, dass wir selbst die Möglichkeit haben, uns zu verändern. Das bringt uns dazu, über unsere eigenen Wünsche und Ziele nachzudenken. Was möchten wir in unserem Leben erneuern oder verbessern?
Diese Reflexion kann auch zu mehr Klarheit führen. Wir erkennen besser, was uns wichtig ist und was wir loslassen können. Und wenn wir im Einklang mit uns selbst sind, können wir diese Jahreszeit noch intensiver erleben und genießen. Das Wohlgefühl, das der Frühling bringt, kann uns helfen, auch mit Herausforderungen besser umzugehen. Wir haben mehr Energie und Zuversicht. Diese positive Einstellung kann in vielen Bereichen nützlich sein, sei es in der Arbeit oder im persönlichen Leben. Es geht darum, die Chancen zu erkennen. Der Frühling bietet die perfekte Gelegenheit, neue Gewohnheiten zu entwickeln, die uns langfristig gut tun, zum Beispiel mehr Bewegung oder gesunde Ernährung. Stimmt, und wenn wir uns besser fühlen, haben wir auch mehr Freude an den Dingen, die wir tun. Das kann unser ganzes Lebensgefühl verbessern. Diese Jahreszeit zeigt uns, dass Veränderung etwas Positives sein kann. Sie gibt uns die Möglichkeit, uns zu erneuern und neue Wege zu gehen. Ja, und diese Erneuerung kann uns helfen, mit mehr Gelassenheit in die Zukunft zu blicken und das Leben in vollen Zügen zu genießen. Danke, dass ihr heute dabei wart. Wenn euch das Thema Frühling gefallen hat, schreibt uns eure Gedanken in die Kommentare. Nutzt gerne Wörter wie Neuanfang oder Frische. Genau, und vergesst nicht, unseren Podcast zu liken, zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine unserer nächsten Folgen verpasst. Bis zum nächsten Mal. Der Frühling. Der Frühling hat eine besondere Wirkung auf unser Lebensgefühl. Viele Menschen nutzen den Frühling, um öfter draußen zu sein. Die Natur. Im Frühling erwacht die Natur um uns herum. Das Beobachten der Natur kann sehr beruhigend sein. Das Gefühl. Das Gefühl der Gemeinschaft kann positiv auf das Wohlbefinden wirken. Der Frühling bietet das Gefühl von Erneuerung und neuer Energie. Der Kopf. Im Frühling gibt es oft das Gefühl, dass der Kopf klarer wird. Ein Spaziergang kann wahre Wunder für den Kopf bewirken. Die Veränderung. Diese Jahreszeit zeigt uns, dass Veränderung etwas Positives sein kann. Das Wachsen und Blühen erinnert uns daran, dass Veränderung etwas Natürliches ist.